Mama, ich will auch zur Schule gehen, genauso wie alle anderen Kinder hier im Fernsehen. Ja, Schatz, du gehst nächste Woche schon hin. Das freut mich sehr. Weißt du, wie man dahin geht? Weißt du, wie man dahin geht? Ja, es ist ganz einfach. Deine neue Schule ist nur ein paar Meter von zu Hause entfernt. Deine neue Schule ist nur ein paar Meter von zu Hause entfernt. Aber wir werden erstmal zusammen dahin gehen. Aber wir werden erstmal zusammen dahin gehen. Leonie war sehr gespannt zu wissen, wie ihre neue Schule aussieht. Sie machte sich auf den Weg zur Schule. Sie sagte ihrer Mutter nichts davon. Die Mutter geht ins Wohnzimmer. Sie holt sich ein Buch und sie liest das Buch. Sie holt sich ein Buch und sie liest das Buch. Die Schwester ist von der Arbeit nach Hause zurückgekommen. Sie geht in das Zimmer von Leonie. Sie macht die Tür auf und findet ihre Schwester nicht in ihrem Zimmer. Sie ist aufgeschreckt. Sie ruft ihre Mutter laut. Sie ist aufgeschreckt. Sie ruft ihre Mutter laut. Mama, komm mal schnell hierher. Was ist los, Sarah? Warum schreist du so laut? Leonie ist verschwunden. Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Leonie ist verschwunden. Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Die Mutter kommt sofort zu ihrer Tochter. Sie ist sehr aufgeregt. Wie bitte? Das ist aber ganz schlimm. Die Schwester fragt besorgt ihre Mutter. Die Mutter antwortete schnell. Weißt du, Mama, wo Leonie ist? Nein, ich weiß nicht, wo Leonie ist. Was sollen wir machen? Ich rufe erstmal die Polizei. Sie können uns etwas sagen. Ich rufe erstmal die Polizei. Sie können uns etwas sagen. Die Mutter holt das Handy aus ihrer Hosentasche raus. Sie tippt die Nummer 110 ein. Die Nummer 110 ist eine Notrufnummer. Das Telefon klingelt bei der Polizei. Zentrale Notruf, wie kann ich Ihnen helfen?
Die Mutter antwortet mit einer zittrigen Stimme. Hallo? Meine Tochter ist verschwunden. Ich kann sie nicht finden. Meine Dame, beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir erstmal, wie Sie heißen? Ich heiße Christina Heidemann. Frau Heidemann, sagen Sie mir bitte, wo Sie wohnen. Ich komme sofort zu Ihnen. Der Polizist steigt ins Auto. Der Polizist steigt ins Auto und kommt zu der Adresse von Frau Heidemann. Sie schauen gemeinsam das Zimmer von Leonie an. Was habt ihr vor der Verschwindung gemacht? Wir schauten Fernsehen. Hat Leonie irgendetwas gesagt, wo sie hin will? Sie freute sich auf die Schule. Sie freute sich auf die Schule. Lass uns dann die Schule suchen. Vielleicht ist sie hingegangen. Lass uns dann die Schule suchen. Vielleicht ist sie hingegangen. Alle drei steigen ins Polizeiauto. Sie sind an der Schule angekommen. Leonie sitzt draußen vor der Schule. Die Mutter ist jetzt beruhigt. Sie hat Leonie gefunden. Die Mutter ist jetzt beruhigt. Sie hat Leonie gefunden. Die Mutter bedankte sich bei der Polizei und ist jetzt sehr glücklich.